Zugeschaltet ist jetzt Andreas Storm. Er ist Vorstandsvorsitzender der DAK Gesundheit. Herr Storm, ich grüße Sie. Grüße Sie, Herr Simon. Ich möchte noch mal nachhaken. Welche Rolle spielt das Bürgergeld jetzt bei der Unterfinanzierung der gesetzlichen Krankenkassen? Ist es wirklich so, dass das Bürgergeld eben ein solches Loch reißt? Ja, in der Tat. Wir haben ja eine gesellschaftliche Übereinkunft, dass Bürgergeldempfänger, und das ist ja das wichtigste Fürsorgesystem in unserem Land, in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert sein sollen. Die Bürgergeldempfangenden können aber selber keine eigenen Beiträge bezahlen. Und deshalb ist natürlich klar, dass der Staat ausreichend Finanzmittel den Krankenkassen zur Verfügung stellen muss, damit nicht die anderen Versicherten sozusagen die Aufwendungen für die Bürgergeldempfangenden mitbezahlen müssen. Hier klafft eine Finanzierungslücke von über 9 Milliarden Euro. Und es ist bereits der zweite Koalitionsvertrag, in dem enthalten ist, dass hier der Bund in Zukunft eine auskömmliche Finanzierung durchführen will. Hinzu kommt, dass Bundesgesundheitsminister Lauterbach selber vor 2 Jahren angekündigt hat, dass das für ihn eine hohe Priorität hat. Und es kann natürlich nicht sein, dass mit dem Argument der Schuldenbremse diese wichtige Maßnahme unterbleibt, zumal sie dazu führt, dass wir jetzt beim kommenden Jahreswechsel in der Tat, wie das in dem Bericht deutlich geworden ist, die höchste Beitragssteigerung seit einem halben Jahrhundert haben werden. Wieso zahlt der Bund denn zu niedrige Pauschalen an die Kassen? Dass die 119 Euro pro Kopf nicht ausreichen würden, konnte man das nicht vorhersehen? Doch, in der Tat, das ist eine willkürliche Festsetzung, die hier gemacht worden ist vom Gesetzgeber. Und deshalb ist eigentlich seit vielen Jahren klar, dass es eine Änderung geben muss. Es war damals der Bundesgesundheitsminister Gröhe, also der Vorvorgänger von Herrn Lauterbach, der das erste Gutachten für das Bundesgesundheitsministerium angefordert hat. Und seit diesem Zeitpunkt ist allen Akteuren klar, dass der Bund hier mehr Geld in die Hand nehmen muss. Und deshalb ist es jetzt höchste Zeit, dass man hier eine Entlastung für die Beitragszahler herbeiführen muss. Es geht nicht nur um Respekt für die Steuerzahler, es geht auch um Respekt für die Beitragszahler. Und es kann nicht sein, dass man den Beitragszahlern Lasten aufbürdet, die ihnen nicht zukommen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hier muss der Bund ausreichend Finanzmittel bereitstellen. Aber wenn der Bund das jetzt nicht macht, also 350 Euro ist ja offenbar der Minimumbetrag, der da gezahlt werden müsste. Das wäre ja eine Verdreifachung. Wir wissen, dass die Ampel sich immer streitet ums Geld. Da ist ja kein Euro mehr rauszuholen. Was wollen Sie denn machen, wenn es nicht mehr Geld gibt? Die Alternative wäre natürlich, den Klageweg zu beschreiten, aber auch das können die gesetzlichen Krankenkassen nicht mit Aussicht auf Erfolg, weil wir keinen direkten Zugang haben zum Bundesverfassungsgericht. Also wir sind darauf angewiesen, dass die Politik ihre Versprechen einhält. Und es kann nicht sein, dass hier zu Lasten der Beitragszahlenden im Grunde genommen der Bundeshaushalt saniert wird. Das sind Dinge, die gehen nicht. Das gilt im Übrigen in ähnlicher Weise auch für die Tatsache, dass der Umbau der Krankenhauslandschaft zur Hälfte von den gesetzlich versicherten Beitragszahlern finanziert werden soll. Das ist ganz klar verfassungswidrig und es muss Schluss sein mit einer solchen Missachtung der Beitragszahlenden in unserem Lande. Sagt der Vorstandsvorsitzende der DAK Gesundheit, Andreas Storm. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.